Und darf man das überhaupt? Hi, ich bin Chris, deine Deutschlehrerin, aber ich bin auch Sprachwissenschaftlerin. Deswegen stelle ich mir die wichtigsten Fragen, wenn es darum geht, wie die Menschen da draußen Deutsch sprechen. Heute behandeln wir eine Frage, die viele Deutschlerner beschäftigt. Kann ich meinen Satz mit und anfangen? Wenn du es vorhast, in Deutschland zu studieren, dann ist es wichtig, ein gutes Gefühl für die deutsche Sprache zu entwickeln. Lass uns also direkt eintauchen. Zunächst einmal, ja, du kannst deine Sätze mit und anfangen. Dabei musst du aber einige Dinge beachten, um weiterhin korrekt und natürlich zu klingen. Die Frage ist also nicht, ob man das Wort am Satzanfang benutzen kann oder sollte, sondern wie und wann. Und ist eine Konjunktion, die normalerweise verwendet wird, um zwei Hauptsätze oder Satzteile zu verbinden. Zum Beispiel in dem Satz, ich habe Deutsch gelernt und ich möchte in Deutschland studieren. Hier verbindet das Wort und zwei Hauptsätze. Man kann aber auch kleinere Satzteile verwenden, zum Beispiel zwei Subjekte, mein Mann und ich gehen morgen schwimmen. Oder zwei Adjektive, das Lied ist langsam und schön. Und so viel mehr. Aber was passiert, wenn wir einen Satz mit und beginnen? Zum Beispiel, ich habe Deutsch gelernt und ich möchte in Deutschland studieren. Klingt das für dich richtig? Schreib es mir unbedingt in die Kommentare. Tatsächlich ist es grammatikalisch korrekt, einen neuen Satz mit und anzufangen. Es ist jedoch eher in der gesprochenen Sprache oder in informelleren Texten üblich. In wissenschaftlichen Arbeiten oder förmlichen Texten ist es besser, die Sätze direkt zu verbinden oder andere Konjunktionen oder Konnektoren zu verwenden. Hier sind einige Alternativen, die du verwenden kannst. Außerdem, ich habe Deutsch gelernt, außerdem möchte ich in Deutschland studieren. Darüber hinaus, ich habe Deutsch gelernt, darüber hinaus möchte ich in Deutschland studieren. Zusätzlich, ich habe Deutsch gelernt, zusätzlich möchte ich in Deutschland studieren. Diese Alternativen klingen formeller und eignen sich besser für schriftliche Arbeiten. Lass uns ein paar Beispiele durchgehen, um das besser zu verstehen. Nehmen wir an, du schreibst eine Bewerbung für eine Universität in Deutschland. Du könntest schreiben, ich habe einen Sprachkurs in Deutschland besucht und ich habe mich intensiv auf das Studium vorbereitet. Das klingt ein bisschen informell. Vielleicht könnten wir das ein bisschen umformulieren. Zum Beispiel so, ich habe einen Sprachkurs in Deutschland besucht, außerdem habe ich mich intensiv auf das Studium vorbereitet. Das klingt gleich viel professioneller, oder? Wir haben gerade viel übers Schreiben gesprochen, aber wie sieht das beim Sprechen aus? Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Wenn du beispielsweise auf Instagram oder WhatsApp schreibst, wirst du wahrscheinlich merken, dass du manche Wörter ganz ausschreibst, die du eigentlich nicht ganz aussprichst. Ein Beispiel wäre, ich habe eine Frage und zwar, wo bist du? Das würde ich nicht genauso schreiben, sondern eher so. Ich schreibe nicht alles aus, da es informell ist, aber es ist schon formeller als das Gesprochene. Man kann ein ähnliches Verhältnis zwischen formellem Schreiben und formellem Sprechen feststellen. Wenn ich meine Masterarbeit zum Beispiel schreibe, werde ich das Satzinitiale und relativ selten verwenden. Also nicht nie, aber schon selten. Wenn ich aber meine Masterarbeit verteidige, also die Präsentation zu meiner Masterarbeit halte, dann werde ich viel eher dazu tendieren, das Satzinitiale und zu verwenden. In einer Studie von Walter und Schmidt von 2008 wurde gezeigt, dass Deutschlerner das Satzinitiale und
häufiger in geschriebenen Wissenschaftstexten verwenden als Muttersprachler. In einer Untersuchung, die ich mit Hilfe des GWIS-Korpuses durchgeführt habe, fand ich heraus, dass Deutschlerner aber das Satzinitiale und seltener in gesprochenem Wissenschaftsdeutsch verwenden als Muttersprachler. Wenn man also den Muttersprachler als Vorbild sieht, dann sollte man seine Sätze seltener mit und anfangen, wenn man schreibt, aber häufiger, wenn man spricht. Zusammengefasst benutzen Deutschsprecher das Satzinitiale und, aber viel, viel häufiger in informellen Situationen oder eben, wenn man spricht. Denke daran, dass der Kontext wichtig ist. In Gesprächen oder bei informelleren E-Mails kannst du ruhig das Satzinitiale und verwenden. Aber in formelleren Texten sollte man vielleicht eher Alternativen wählen. Es braucht einfach Zeit, um unterschiedliche Situationen gut einschätzen zu können, wann man eher eine Frage sagt und wann eher eine Frage. Und das Gleiche gilt für das Satzinitiale und. Hast du eine Frage zu diesem Thema oder zu anderen Aspekten der deutschen Sprache? Schreibe sie gerne in die Kommentare. Vielleicht werde ich deine Frage im nächsten Video beantworten. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, sodass du kein Video verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!